Ubisoft präsentiert uns mehr Details zum ehemaligen Ansturm-Modus, den sie jetzt Extreme-Modus nennen. Warum dieser nett ist und sicher Spaß machen wird, aber die Siedler-Veteranen erneut vor den Kopf stößt, klären wir in einer neuen Folge die Siedler-News. Da hat man den völlig falsch interpretierten Förster noch nicht ganz verdrängt, haut uns Ubisoft mit ihrem neuen Game-Mode bereits den nächsten möglichen Shitstorm um die Ohren. Versteht mich nicht falsch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir das nun folgendes sogar richtig zusagt. Aber mit die Siedler hat das Ganze eben so viel zu tun, wie ein Siedler-RTS-Verschnitt ohne nennenswerten Wirtschaftspart. Also, blenden wir doch einfach mal die Siedler aus und reden über ein RTS, was ja vielleicht doch noch in Champions of Ateria 2 umbenannt wird. Come on Ubisoft, ihr werdet doch alle Probleme so einfach los. Mann ey. Okay, Extreme-Modus also. Diesen Modus spielt er auf den vorhandenen PvP-Karten, von denen es bekanntermaßen nun 12 Stück gibt. Also je 4 Maps für 1 gegen 1, 4 Maps für 2 gegen 2 und 4 Maps für 4 gegen 4. Klingt immer noch nach recht wenig, gell? Egal. Jedenfalls, zum klassischen Skirmish oder Gefecht ändert der Extreme-Modus eure Bedingungen ab, die es euch erschweren sollen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Was diese Ziele genau sind, wird uns leider im Detail noch verschwiegen. Es lässt sich aber anhand des vorhandenen Materials ableiten, dass es neben Handelsaufgaben auch um eine gewisse Zeit lang Überleben geht, ihr eine spezielle KI vernichten müsst oder selbst zum Rushen gezwungen werdet. Der neue Modus ändert die PvP-Karten dabei so ab, dass zum Beispiel auf eurem Berg die Rohstoffe ausgetauscht werden oder KI-Gegner euch Defeat the Waves mäßig in Wellen angreifen, die zudem bereits Forschungsergebnisse erzielt haben. Außerdem könnt ihr nach einem Countdown den Zugriff auf Gebäude verlieren und eure Startposition ist manchmal an einer anderen Stelle, was das Auswendiglernen etwas verzögern soll. Bevor ihr ins Spiel startet, werden euch aber alle vorgenommenen Änderungen eingeblendet. Der Extreme-Modus bietet euch dabei eine Mischung aus 3 Herausforderungen verschiedener Schwierigkeitsgrade, die sich nach der Anzahl der Mitspieler richten. Ja, richtig gehört, hier sollt ihr vor allem zusammen im Koop agieren. Jede Woche sollen für euch neue Herausforderungen bereitstehen, was bedeutet, dass ihr pro Woche eine Ein-Spieler-Mission, eine 2-Spieler-Mission und eine 4-Spieler-Mission angehen könnt. Falls ihr genug Freunde zum Mitspielen motivieren könnt. Der wahre Extreme-Modus quasi. Klappt das nicht, könnt ihr aber immerhin die Missionen für 2 oder 4 Spieler alleine versuchen. Da sich aber die Aufgaben jede Woche ändern und euch immer nur 3 Missionen zur Verfügung stehen, verpasst ihr also in der Theorie Content, wenn ihr mal eine Woche nicht spielen könnt. Mit sogenannten Reliktteilen könnt ihr die Auswahl an Missionen erneut ändern, wenn sie euch mal nicht zusagen. Anders als direkt befürchtet, hat die Ubisoft aber direkt reagiert und klargestellt, dass ihr diese Reliktteile nicht für echtes Geld im Ingame-Store kaufen könnt. Dazu aber gleich noch mehr. Daraus lässt sich aber schlussfolgern, dass diese wöchentlichen Aufgaben völlig random sind und euren Freunden wohl ganz andere Missionen zur Verfügung stehen, was euch im Team Zugriff auf mehr Missionen pro Woche geben könnte. Leider lässt sich daraus ebenfalls schlussfolgern, dass sich die Missionen ab einem gewissen Punkt wiederholen werden. Für den erfolgreichen Abschluss so einer Extreme-Mission erhalten alle beteiligten Spieler dann am Wochenende die angesprochenen Reliktteile, Erfahrungspunkte und weitere Goodies. Wahrscheinlich generiert ihr ja auch eine Art Ingame-Währung für den Shop. Und apropos Ingame-Shop. Wie gerade schon erwähnt, hat man dieses Mal bei Ubisoft umgehend reagiert, als hier der erste Verdacht aufkam, dass hier eine Art Pay-to-Win-Mechanik versteckt sein könnte. So soll es im ganzen Spiel keine dieser Mechaniken geben. Alles, was ihr euch im Ingame-Shop kaufen können sollt, soll sich auf rein dekorative Dinge wie andere Grenzsteine beschränken. Trotzdem irgendwo schade. Insgesamt nette Idee, also der Extreme-Modus, nicht der Shop, aber wohl wieder völlig am Kern der Community oder einem klassischen Die Siedler-Spieler vorbei entwickelt. Was meint ihr dazu? Könnte das was für euch sein? Oder wer spielt mit mir im Februar trotzdem alle Modi durch? Ich bin wie immer sehr auf eure Kommentare gespannt. Abschließend möchte ich auch an dieser Stelle der Die Siedler-Community frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Release-Jahr wünschen, auf das der Spuk bald ein Ende hat. Was macht eigentlich Volker Wertig gerade? Gerüchten zu folgen lässt er gerade ein Abo da.